Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Da sitzen wir wieder am Flughafen Genau. und diesmal geht's endlich mal nach Tunesien. Was eine Überraschung. Ja, fliegen wieder nach Hammamet. Diesmal ins Hotel Salambo. Salambo. Jetzt mittlerweile Lokea Salambo, ist also irgendwie sowas Französisches von der TUI. Die haben es übernommen, also eigentlich auch ein TUI-Club. Ja, wir sind mal gespannt. Die Bewertungen in den letzten 4 bis 6 Wochen waren nicht so toll. Nee, aber als wir gebucht haben, noch ja. Ja, durchweg Aber negativ. Knapp 10% verloren jetzt in 4 Ja. Wochen bei Holiday Check, ja, nur noch bei 72% Weiterempfehlungen. Hätte ich normalerweise nicht gebucht. Ich gucke Nee. also schon immer, dass ich so ab 80% mindestens habe, ja, meistens sogar noch ein bisschen höher. Naja, das Krasse ist, dass die letzten 2 Wochen eigentlich so schlechte Bewertungen reinkamen. Ja, 2 bis 4 Wochen sind es ja, ne, wo die Weil Leute irgendwie jetzt der da Manager gewechselt hat und ja, wir Ja. lassen uns jetzt mal überraschen. Der spart halt überall, wo es gibt keine richtige Cola mehr, so wurde es gesagt. Es gibt Klimaanlage läuft nicht. die Boah, das ist Strandbar meine- bleibt zu. Strandbar, ja, obwohl die jetzt viele tolle Leute da Strandbar. sind. Und gerade da ist ja verstehe eins der ich nicht. Highlights. Wir haben uns das Genau. ja damals schon angeguckt, wo wir Richtig. im TUI Magic Live Afrikaner waren. Können wir euch mal zeigen. Da sind Also wir da Video vom TUI hingelaufen, Magic Live genau. Afrikaner verlinke ich euch mal. Ja, Und ja, da sah eigentlich noch alles toll aus. Und jetzt sind wir mal gespannt, ne, wie das alles aussieht. ja. Und wir Ich hoffe, werden dass euch, das nicht so ist, gerade mit der Klimaanlage. Ich meine, wir werden 40 Grad haben, wenn wir da ankommen. Und das wird schon richtig krass mit Klima. also wenn die wirklich 50% der aus ist. Sachen stimmen, was die Leute erzählt haben, wird scheiße. Ja. Aber dann könnt ihr euch aufs Video freuen, ja. Da werden wir mal gucken, dass wir da ein bisschen alles auf den Grund gehen können, wie Jenke ermittelt. So machen wir das. Genau. Naja, Ja. jetzt warten wir erstmal, weil unser Flug hat irgendwie Verspätung Genau, 2 Stunden Verspätung, aber nichts Stunden. angeschlagen, jetzt sitzen wir hier. am München Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, München Flughafen. Und warten halt. Ja. Naja, wir schauen mal. Wir Genau. halten euch auf den Laufenden und werden dann wieder so ein bisschen das Hotel festhalten, wie wir das immer gemacht haben. Zum Schluss gibt es ein Fazit. Genau. Wir gucken mal, was wir da filmen können und wie lange wir tatsächlich da bleiben. Genau. Ja? Wenn es wirklich so kacke ist, dann Ja. weiß ich nicht, ob ich das so mitmache da, Ja. ohne Klima und Ja, ohne Klima geht nicht keine bei 40 Getränke Grad, da, ja, ja. keine Cola und Fanta da ein paar Tage lang Ja. und all möglichen, dass du nur Bei Wasser All trinken In halt, kannst. ne? Ja, Ja. da schauen wir mal. Na gut. Dann Ja, wir bis lassen später. uns überraschen und ja, genau, wir berichten später. Tschüssi. So, hier ist der Eingang zum Hotel. Salambo. Genau, da fährt man durch, eine ganz lange Allee, hier überall mit Palmen gesäumt. Hier sind noch ein paar andere Bäume. Und wenn wir jetzt hier langsam mal drehen, hier seht ihr, hier gehen wir gleich nochmal lang, der Rutschenpark. Da seht ihr da hinten in der Ferne den Strand. Und da wo das rote Schild ist, so 100 Meter weiter ist die Rezeption, bis dahin fährt der Bus und dann müsst ihr erstmal ein Stückchen laufen. Genau, Jetzt laufen wir mal hier rüber zu den. zu den Rutschen. Ja, wir können ja nochmal hier ein bisschen festhalten hier. Wir haben auch so ein Zimmer hier an dieser Straße, aber es gibt auch schönere Zimmer hier. So, hier seht ihr nochmal die Rutschen. Ja, große, kleine, schnelle, langsame. Da oben so ein Eimer, der läuft immer voll und kippt dann aus. Also Kinderparadies. Ja. Und hier, wenn ihr euch sportlich betätigen wollt, habt hier- ihr einen hochprofessionellen, Wimbledon-mäßigen Tennisplatz. Ohne Netz. Ja, ohne Netz und doppelten Boden aber. Genau, den könnt ihr euch ausdenken. Ja. Und dann fällt es halt nicht so auf, wenn ihr nicht spielen könnt. Dann könnt ihr mal sagen, hier, der Baum hat im Weg gelegen, da hinten oder so. Ja. Auch nicht schön, ne? Aber hier, Salambo, 25. hier, 25. Und hier seht ihr so Sitzplätze. Das ist süß gemacht. Ja, das ist schön gemacht. Hier im Schatten sind so Bänke. Und wenn ihr jetzt hier rüber schwingt, seht ihr, da ist der Gang. Der geht halt bis zum Strand. Das ist jetzt hier der äußere Gang. In der Mitte habt ihr die nicht. Und hier ist über den Gängen habt ihr halt die Zimmer. Genau, die Bungalows. Ja. Die Gebäude sind alle 2- bis 3-geschossig. So, und hier sieht man die Gänge von Hotelzimmer zu Hotelzimmer. Das sieht richtig süß aus. Unten kann man sich auch hinsetzen, das zeigen wir auch gleich. Ist auch schon kühl. Im Moment haben wir 43 Grad hier. Das haben die echt gut gemacht. Ja, aber Mit die diesen Gänge habt ihr Möglichkeiten. nur, also die Tunnel habt ihr nur im letzten Gang hier. In der Mitte Ja. sind die nicht. Das ist jetzt also hier die letzte Reihe von diesen Bungalows. Hier können wir euch das auch nochmal zeigen, wie das alles aussieht. Aber die sehen wirklich schön aus. Hier ist zum Beispiel ein 2-geschossig, seht ihr? Da sind zum Beispiel wieder 3 übereinander. Wechselt halt immer. Wie weit die unterschiedlich sind. Diesmal haben wir mal unser Zimmer nicht getauscht. Nee, diesmal nicht. Ein Wunder. So, da seht ihr den mittleren Gang.
Ja, und da werden wir euch gleich auch noch zeigen, wenn wir am Ende sind. Da seht ihr halt nicht so Torbögen. So, ihr habt einen Parkplatz, wenn ihr mit dem Auto kommt oder euch einen Leihwagen nehmt. Da hinten seht ihr, ist der letzte Torbogen. Jetzt stehen wir gleich in dem Amphitheater, ist er, glaube ich, zumindest wo die mega Animationsshow abends stattfindet. Und da seht ihr, da ist unser Gebäude, da sind Zweier, seht ihr, und daneben ist direkt ein Dreier. Das ist also, Genau. ja, keine Ahnung, wie die Anordnung hier wirklich ist. Das ist die mittlere Straße, ihr habt da so einen Wegweiser auch. Ja, und ihr seht auch hier die Anlage sehr schön gepflegt. Sehr sauber. Ja, sehr sauber, Schöne viele wirklich Palmen, hier. schöne viele Blumen. Und trotz Sommer, wir haben jetzt Juli, Ende Juli, fast August. Ich hätte eigentlich gedacht, der blüht gar nicht. Ich habe gedacht, wäre alles ausgetrocknet. Aber ihr seht hier überall Blüten, hier habt ihr welche. Richtig Da vorne schön, sind ja. weiße Blüten. So, hier seht ihr auch nochmal der Durchgang, das ist der letzte Durchgang, da gehen wir jetzt mal mit euch durch. Genau. Und wie ihr hinten erkennen könnt, sieht man schon das Meer. Da eine Dattelpalme voller Datteln. So, da oben seht ihr eine Bar im Hintergrund. Da muss man, ja, habe ich noch nie erlebt, aber bezahlen. Ja, die Beachbar muss man wirklich bezahlen. Obwohl es da die gleichen Getränke gibt. Ja, Und hier seht ihr schon das Amphitheater. So, hier ist der mittlere Gang. Im Hintergrund seht ihr nochmal die Rutschen, wo wir vorhin gestartet sind. Und wenn wir jetzt hier einmal rüberschwenken, richtig rüberschwenken, dann seht ihr das das Amphitheater. ist das Amphitheater, wo zumindest im Sommer abends die Show ist. Aber man nicht sitzen kann, weil die Steine sich so sehr aufheizen, Ja. dass man denkt, man hat eine Sitzheizung, auch abends. Ja, Sitzheizung haben wir draußen noch 38 Grad und dann setzt ihr euch wie, Ja, ja, als wenn ihr euch in der Auto in der Sitzheizung sitzt oder sogar noch wärmer. Genau, da hinten seht ihr nochmal die Bar, wo wir bezahlen müssen. Und hier schon für morgen was aufgebaut. hier ist der Eingang. Genau, wo wir vorhin rein angefangen haben, da oben seht ihr das. Das ist halt die Straße. Ihr seht hier rechts und links sind auch überall diese Häuschen oder die Ferienwohnungen oder Hotelzimmer sind es ja. So, wenn wir jetzt hier rumschwenken, ist die Beachbar. Die Poolbar meine ich. Und hier seht ihr ist der Pool. Da sind aber nur so viele Leute, da gehen wir später nochmal hin. Wir gehen jetzt Genau. erstmal mit euch zur Rezeption und gucken uns die restlichen Sportangebote hier an. Genau, weil geradeaus geht es zur Rezeption. Da. Und so ist der, ja, wie nennt er sich, Vorbereich zur Rezeption. Ihr seht, da hinten ist ein Sportplatz. Genau, Tennisplatz? Nee. Fußball. Der ist, naja, zeigen wir euch gleich nochmal, wenn wir da lang gehen. Ist mir auch nicht okay, da war der Pfosten hängt nur an einer Schraube, haben wir Ja. gesehen gehabt. Ne? Ja. Genau, und hier ist abends, ich weiß ich auch nicht, was das ist, vorm Essen hier immer Musik. Genau, hier kann man gemütlich sitzen, Kann man hier halt schön sitzen. Da ist Cocktail das schlürfen. Büro und da hinten ist der Spa, den zeigen wir euch jetzt gleich. So, hier geht es dann rein zum Restaurant, beziehungsweise erstmal in die Bar. Kann man sich Getränke holen. So, hier wird abends getanzt, wenn jemand da ist. Aber selbst jetzt hier in der Hochsaison waren 2 Leute oder so. Genau. Da das sagen ist wir aber die nur den Bar. Fahrt dazu. Hier ist halt die Bar. Was ich süß finde, die Gläser da vorne. Hier drüben habt ihr halt nochmal im Hintergrund den Pool Man kann auch Billard spielen. und Airhockey. Genau. So, wenn ihr jetzt aus der Bar rauskommt, dann habt ihr echt was Schönes, muss ich sagen. Ja. Gucken. Hier sind so 4 Stühle. Am Rand habt ihr auch. Sitzmöglichkeiten. Ja, das sind so Holzfliesen, ne? Ja. Holzbodenfliesen, die Genau. Sitze gemacht haben. Und hier bekommt ihr nachmittags immer von 3 bis 5 Crepes und Eis. Ja, und das ist immer eine lange Schlange hier. Ja. Achso, und den im Hintergrund seht ihr. Können wir schon mal machen hier von Weitem. Die Dromedare stehen da, die Pferde stehen da. Aber die Pferde kommen erst Spannend. abends raus. Ja. Schöner weißer Sand wieder. Ja. So, hier seht ihr den Eingang zum Restaurant. Der ist unterteilt in 2 Bereiche. Ihr habt einmal so einen Innenbereich. Den können wir euch mal zeigen hier. Gucken wir, ob wir Leute nicht haben. Der ist klimatisiert. Und da hinten, wenn ihr guckt, wo der Torbogen ist, da geht's raus. Da ist ein Außenbereich, den zeigen wir euch nachher nochmal von innen. Oder von außen. Hier seht ihr die Rezeption. Da können wir einmal vorne reingehen, oder? Machen wir. Ja. So, hier seht ihr die Rezeption. Das trifft
auch auf den Reiseleiter. Da hinten könnt ihr die Schüssel abholen. Und hier sind so schöne kleine Fenster mit so Blumen drin. Und uns in eine Scheibe. Und hier Sind Toiletten. Toilette. Dann gehen wir mal raus, oder? Ja. So, hier wieder einer dieser Wegweiser. Kleine Palme und da hinten im Hintergrund seht ihr. Spa-Bereich. Da bekommt ihr eure Handtücher. Hier ist so ein kleiner Supermarkt noch. Also nicht im Supermarkt, sondern beim Spa-Bereich. Souvenirladen. Genau. Handtücher kosten 10 Euro Pfand. Pfand, Da ist genau. noch ein- Ihr könnt die aber jeden Tag wechseln. Ihr seht, im Hintergrund ist noch ein Tennisplatz, den wir da haben. Hier ist Hare Krishnan. Wie heißt der nochmal? Wasserpfeife? Nee, Shisha. Shisha, genau. Für die jungen Leute hier ist auch so ein Raum da drin. Schon so ein maurisches Café. Richtig gemütlich alles. Richtig gemütlich aus. Ja. Abends ist hier richtig schön beleuchtet dann. Also hier könnt ihr Petanque spielen. Da extra so Bahnen. Ist halt sehr für die Franzosen hier ausgelegt. Ja, die Animation erfolgt auch komplett auf Französisch. Aber hier guck mal, eine deutsche Taube. Für nur der deutsche Schäfer unter der Gänge geht. Ja, ja. Der deutsche Dackel. So, hier kommt er jetzt zum Arzt. Ist auch gut, dass es die Möglichkeit gibt, dass es hier einen Arzt gibt. Spricht ja Deutsch, ne? Hat die gesagt, Ja. die Reiseleiterin. Und spricht Deutsch, ja. Und dahinter habt ihr halt den Mini-Club. Da können wir jetzt auch mal hingehen. Hier ist der Arzt. Genau, und hier ist der Mini-Club. So, und hier seht ihr gleich, zeige ich euch gleich nochmal von der Rückseite das Restaurant. Da stehen die Öffnungszeiten und ihr könnt halt, ja, könnt halt die Kinder abgeben. Kleiner Spielplatz da hinten noch. Die Musik, die ihr gehört, die ist übrigens vom Nebenhotel, da ist der Tui Blue hier in Hammamet. Das ist direkt nebenan. Genau, hier ist der Kinderclub-Programm. Und da seht ihr nochmal den Außenbereich von dem Restaurant. So, da hinten der Weiße, der gehört nicht zum Hotel, das ist dieses Tui Blue. Da sind die Zimmer der Animateure. Hier seht ihr noch ein bisschen was von der Anlage. Sieht sehr, sehr schön grün hier. Ja. Da wächst hier so ein, hier ist mal da, das Weiße da, so und so Gras. Pampasgras oder was meinst du Ja, jetzt? genau, Ach, da hinten. Ja, Pampasgras. Pampasgras. Pampas. So, und hier seht ihr, hier sind auch wieder dreigeschossige. Je nachdem, wo ihr die habt, kann es sehr laut werden. Denn ich glaube, hier wird sehr laut, weil hier abends ja hier die Musik laut spielt. Ne? Oder halt hinten, wo wir euch gezeigt haben, wo das Amphitheater ist. Wenn die ganzen Fenster grölen wegen der Megashow. So, hier sind nochmal den Tennisplatz von hinten. Da ist das Spa von hinten nochmal. Und da vorne kommen wir dann gleich schon wieder zum Haupteingang. Ja. So, hier seht ihr Basketball, Fußball, dann ist der kaputte Tor. Der junge Mann, der möchte immer mit der Kamera, der ist uns gerade schon mal durchgelaufen, der freut sich wohl. Aber auch den machen wir berühmt, ne? Mhm. Genau, und hier vorne, können wir jetzt mal rüberschwenken, dann zeigen wir euch mal unser Zimmer. Da oben ist unser Zimmer, da ist unser Balkon, das zeigen wir euch ja auch noch. So, bis hier fährt der Bus. Genau, hier ist praktisch der Haupteingang. Dann Wenn man müssen wir das Stück ankommt, laufen. Und da hinten, im Hintergrund, wo die rote Fahne ist, da ist die Rezeption. Also der Bus hält nicht direkt davor, da habt ihr ein Stückchen zu laufen. genau, aber ist nicht weit. So, hier ist die Poolbar. Ja, da werden wir auch noch mit dem Fazit zu sagen. Es sind nämlich nicht immer alle Getränke da. Die Genau. macht zu um 18 Uhr oder 18:30 Uhr. Ja, um 18 Uhr. So, und das ist der schöne Strand hier. Der hoteleigene Strand. Hier kann man die Füße waschen. Da hinten kann man Beachvolleyball spielen. Hinter uns seht ihr Hammamet. Und auf der anderen Seite, zeigen wir euch gleich mal, da ist Hammamet Jasmin.
So, da vorne seht ihr die Beachbar, die halt nicht kostenlos ist. Und dann gibt es natürlich Liegen, für die man aber auch bezahlen muss. Und die liegen hier vorne, das ist halt umsonst. Das ist im Preis inbegriffen. Was schön ist, es gibt hier Liegen und die Auflagen dazu. Man muss sich nur Handtücher mitbringen vom Spa-Bereich. Und das Schöne ist, hier kriegt man eigentlich immer Platz. Und einmal den Sand hier filmen, für die Leute, die interessiert. Sehr, sehr schöner, weißer, weicher Sand. So, ihr seht da einmal die Liegen. Das sind die Auflagen. Genau, das sind die Manchmal läuft hier einer Auflagen. rum. Ja, ich muss sagen, die Liegen sind sehr weich. Da gibt es auch noch was im Fazit zu. Ich habe heute da vorne gelegen und war mit dem Hintern fast im Sand. Die sind also total durchgelegen, die Dinger. Und ohne die Auflagen halt gar nicht zu gebrauchen, finde ich. Da kriegt man Rückenpinne ohne Ende. Ihr müsst euch auch einen Tisch besorgen. Also nicht jede Liege hat halt einen Tisch. Aber eigentlich hat man einen Tisch auch immer problemlos bekommen. Da hinten seht ihr Hammer mit Jasmin, wo die Bötchen stehen. In den Hafen. So, hier ist das Meer. Wir gehen mal ran, dann zeigen wir euch mal eine Stichprobe, wie ein Meer nicht aussehen. Genau, wie viele Algen hier drin sind. Das ist mir hier lecker Joghurt-Drink. Ja, da liegt immer irgendwelche Tüten, irgendwas kommt immer angeschwemmt. Seht ihr vielleicht auch den Dreck da drin? Die Algen sind für mich meiner Meinung nach nicht mal das Problem, sondern der ganze Rotz da drin. Ja? Die Tüten, da eine Binde oder was weiß ich, was da rumschwimmt. Ja, und wenn man reingeht ins Wasser, dann zwickt das auch. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall zwickt es an jeder Stelle. Im Hintergrund seht ihr nochmal Hammer mit, aber komm, wir gucken uns mal das Wasser hier an. Ja. Also eigentlich ist das Wasser türkis, nur vorne halt nicht, weil vorne sind die ganzen Algen und das hatten wir glaube ich noch nie. Mit so vielen Algen. Hier noch ein kleines Beispiel. Ich habe nie so einen schmutzigen Strand hier gesehen. So, hier seht ihr das Restaurant von außen. Mit sehr schönem Ausblick. Gut, dass das Restaurant keine Scheiben hat, weil so kommt wenigstens ein bisschen Lüftchen durch. Weil man schwitzt genug immer abends. Also gerade jetzt im Hochsommer hier. Und so sehen halt die Tische aus. Ja, wird gerade alles vorbereitet für heute Abend. Ja, und hier seht ihr halt, so ist der Blick Den hier Ausblick. vom Restaurant. So, hier sieht man jetzt den Pool mit Sonnenuntergang. Das ist die Poolbar. Mega schön. Eigentlich muss der Pool ab 18:30 Uhr leer sein, ne? Da pfeift immer einer. Genau. Aber irgendwie springen trotzdem immer noch welche rein hier. Ja, keiner hört so richtig. Sehr schön der drauf. Pool, aber ihr müsst euch vorstellen, hier sind 270, 100, 200 Leute oder irgendwie sowas. Ja, Und locker. die meisten sind im Pool und das ist immer brechend voll hier. Also Ja, der ist der viel, Pool viel ist zu einfach klein. definitiv zu klein. Aber auch da mehr zum Fazit. Hier seht ihr nochmal die Liegen. Hier hinter, um euch zu orientieren, da ist wieder der Billardtisch, Airhockey und die Bar. Genau. Hinten seht ihr, da das Häuschen ist die Animationsbox. Da läuft den ganzen Tag, ja, jetzt nicht mehr den ganzen, am Anfang war den ganzen Tag laute Musik, ne? Und jetzt Ja. ab und zu ist ein bisschen lauter. Aber immer wiederkehrende Musik, immer das Gleiche. Ja, und auch jetzt nicht irgendwie Musik für jedermann. Nee. So, hier ist unser Gebäude. Wir haben oben, achso, können wir unten zeigen, hier so sieht das aus. So sehen halt. Bei den Zimmern sind wir auch unterschiedlicher Meinung, die Anna und ich. Ja. Werdet ihr auch im Fazit hören. So, und hier geht's halt hoch. Hier hinten seht ihr nochmal einen Sportplatz, den wir euch schon gezeigt haben. Hier ist gerade die nächste Fuhre Urlauber angekommen. Ja, das geht hier eigentlich mehrmals am Tag. Genau, und hier sind unsere beiden Zimmer. Einmal haben wir dies und einmal haben wir das hier. Genau. Und hier, wenn man rausguckt, sieht man sogar das Meer hinten. Ja, ein schöner Ausblick. Ja, kommen wir jetzt rein. Putz von mir aufgeräumt. So, herzlich willkommen in unserem Zimmer. Genau, so schaut's aus. Wir gehen mal hier rein erstmal, oder? Geradeaus geht's in den Bad rein. Hier sind wir im Bad. Gestern haben wir noch einen Gecko hier. Da sieht man uns. Da So. sehen wir die Ausgangstür. Hier ist halt Gibt hier eine Badewanne Badewanne, ja. mit so einem Duschkopf. Da gibt es halt ab und zu Überschwemmung. Das ist oben die Decke. Sieht so aus. Da ist so ein kleines Fenster. Gehen wir mal hier raus.
So, dann habt ihr hier im Eingangsbereich direkt Schränke. Ein Stück zurück, dann kann man die besser sehen. 3 Türen, da ist auch ein Safe drin, der kostet allerdings 1,50 am Tag, glaube ich. Ja, irgendwie 1,50 Euro am Tag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann seht ihr hier so eine Ablage. Fernseher, aber Klimaanlage. Ja, die funktioniert. Gott sei Dank. Spiegel mit Tisch, Schminktisch, hat man mir gesagt, ist das. Ja. Hier geht es raus auf den Balkon, zeigen wir euch gleich mal. Hier seht ihr, sind so Schutz. So Außengitter, Gitter da drauf damit die Sonne nicht reinkommt. Und die helfen tatsächlich, die kühlen echt ab. Und auch der Vorhang hier, der ist relativ dunkel. Das ich glaube, der ist auch so ein, gut. Der ist gar kein Thermo, ne? Ich dachte, das wäre so ein Thermovorhang. So, hier Das ist ist der unser Bett. Bett. Hier schon ein bisschen moderner. Plus Hier Spiegel. nochmal ein Spiegel. Ganzkörperspiegel. Hier übrigens, für alle, die es interessiert, französisches Hotel und ihr habt hier nur französische Steckdosen. Ja, das heißt, ihr braucht, wenn ihr so einen flachen Stecker habt, passt das. Habt ihr so einen normalen großen Stecker, dann braucht ihr einen Adapter hier. So, dann gehen wir raus. Open the door. Oder hier in Saudi-Arabien sagt man, in Arabien, Sesam, öffne dich, oder? Ja, Sesam. Sesam, öffne dich. Und zack, da öffnet sich der Sesam. So, bitte. Sesam gab es hier übrigens gar nicht, ne? So Sesamstangen. Nee. So, hier seht ihr den Balkon. So, hier seht ihr Handtuchhalter. Ja, da könnt ihr halt eure Handtücher aufhängen. Hier ist ein bisschen der Ausblick. Mit ganz vielen Palmen. Der hört das schon. Vorne ist ja dieser Zugangsweg, den wir euch gezeigt haben. Da ist der Gärtner. Der Mörder ist immer der Gärtner. Und hinten seht ihr auch noch diese Rutschen für Kinder. Das ist ein Rutschenparadies hier. Ja, so schaut das Zimmer aus. Ja. So, hallo ihr Lieben. Das war's. Das war unser Urlaub hier im Salambo Hotel. Genau. Also wir sitzen noch im Zimmer. Heute geht's nach Hause. Und ja, da haben wir gedacht, wir machen nochmal live vor Ort hier das Fazit. Genau. Womit fangen wir an? Erstmal mit der Anlage. Ja. Was sagst du? Anlage ist sehr, sehr schön. Sehr grün, sehr, sehr sauber, wird auch immer gepflegt. Und also Anlage ist top. Ja, ich muss auch sagen, die Anlage war wirklich ordentlich gewesen. Ihr habt ja auch gesehen, die Gärten, Wiesen hier, die Pflanzen, sehr schön angelegt, das Ganze. Hat mir auch gefallen. Ja? Ich mag ja so, ich bin ja nicht so ein Typ, der so hohe Klötze mag hier. Ja. Wir sind ja immer so Bungalows oder hier so zweistöckige Häuschen oder so. Ne? Und da haben wir echt gut angetroffen mit der Anlage hier. Gut, dass wir mit dem Positiven anfangen. Ne? Was sagst du zum Zimmer? Ja, Zimmer, habt ihr ja jetzt gesehen. Ich war ja schon noch häufiger in Tunesien als die Anna und mich erinnert halt an ein Zimmer von vor 20 Jahren, aber renoviert. Ihr seht da im Hintergrund das Bunte, ja, das gab es ja früher nicht und die Blümchen. Ansonsten hier von dem Zimmeraufbau und so mit dem Holzdingen und ja, ist das halt so ein Zimmer, wie es schon vor 20 Jahren in Tunesien gab, aber es war ordentlich gewesen und es war okay. Ja, also ich war positiv überrascht über das Zimmer. Weil ich finde das Zimmer sehr schön, zum Schlafen total ausreichend. Für mich war das Allerwichtigste, dass Klimaanlage hier drin ist, eine gute Klimaanlage, weil wir auch Bewertungen gelesen haben, wo Leute geschrieben haben, dass die Klimaanlage kaputt war, was wir auch manchmal hier an der Bar oder so auch gemerkt haben. Deswegen bin ich echt froh, dass unsere Klimaanlage von Anfang bis Ende halt funktioniert hat. Und was ich als sehr unangenehm hier empfand, aber das ist halt so, im Zimmer hat man halt Klima, aber im Bad halt nicht. Und wenn man dann ins Bad geht oder wenn man geduscht hat und aus dem Bad hier reingeht,
Also man schwitzt wie so, also das sind gefühlt 80 Grad im Bad. Ja, du musst halt Tür auflassen im Bad, ne? Ja, aber da ist halt auch ein Fenster, was auch ganz gut ist. Ne, Da im kommt auch die Bad. warme Luft rein, also bringt Ja, jetzt nicht wirklich viel. nee, ich meine jetzt so, weil manchmal haben ja Badezimmer kein Fenster. Ja, ja. Aber wie gesagt, Zimmer, Und- wie die Anna sagte, zum Schlafen ist halt in Ordnung. Ja, Balkon Ne? mit schönem Ausblick. Bloß wir haben halt Also- jetzt in den anderen Hotels schon bessere Zimmer gehabt, die sahen halt, ja, waren halt schicker gewesen, angenehmer. Ja, und größer. Aber Aber wie wie gesagt, gesagt, man zum schläft Schlafen ja reicht nur. das ja auch, ne? Genau. Ja. Deswegen, das ist ja super. So, So, dann Essen, nehmen wir- Ja, Restaurant. Essen. Also vom Frühstück bin ich mega enttäuscht. Ja. So ein schlechtes Frühstück hatten wir noch nie gehabt. Ähm, das Einzige, also eigentlich kannst du ja, also wir haben immer Omelette morgens gegessen. Ja, das tat unserem Magen dann nicht so gut. Also haben wir das dann auch sein gelassen und dann gibt es trockene Brötchen. Was ich schlimm auch empfinde, ist, die Leute gehen und grapschen da einfach rein. Also Hygiene null, finde ich. die fühlen halt, ob die Brötchen knackig sind oder ob sie ein Ja. weißes haben. Wenn der vielleicht falsch ist, schmeißen sie wieder da rein. Ja, Und wie gesagt, über 40 Grad, die Leute schwitzen, dann packen sie Ja. mit ihren Schweißfingern da die Brötchen an. das ist Ekelhaft. ekelhaft. Ja, ja, genau. Dann zur Auswahl, also die Wurst sieht jetzt nicht so, der Käse sieht jetzt auch nicht so toll aus. Also es gibt hier Auswahl, ja, schon, aber für uns war das jetzt nichts. Ja, also ich muss auch sagen, schlechteste Frühstück, was ich bis jetzt gesehen habe tatsächlich. Ob wir jetzt mit dem Magen, ob der vom Ei kommt, wir wissen es nicht. Was aber auffällig ist jetzt, also wir sind zu dritt hier, wir hatten alle 3 Magenprobleme. Ja. Ja, und ich bin es gewohnt, ab und zu, wenn man jetzt in Tunesien war, zumindest früher in den letzten Hotels hat man nicht. Hat man gar nicht, Aber wenn nein. wir so früher in den Hotels waren, da gibt es ja keine Videos Ja. von, da haben wir das halt noch nicht gemacht. Wir waren ja schon häufiger hier. Genau. Da hat man mal, Alter, sie einen Tag gehabt, ja, Klimaumstellung, andere Öle, andere Gewürze, da kann dann sein, das ist vorbei. Ja. Aber hier hält das echt 2 bis 3 Tage lang und das nicht nur bei uns, also bei mir ist noch aktuell jetzt sogar, bei Anna auch. Und wir haben halt auch mit anderen gesprochen hier und ja, da lagen auch die Leute auf dem Zimmer teilweise ein paar Tage wegen Magenproblemen oder auch in einem durch, jetzt eine ganze Oder Woche mal. Erbrechen Ne? Ja. haben die. Also, ich weiß es nicht, ich hatte vorhin noch mit dem Sparmann gesprochen, weil der mich jeden Tag gefragt hat, wie mein Magen geht. Also nicht Spar, den Supermarkt, sondern vom Spa, ja, von dem Wellness-Bereich. Und auch er hat Magenprobleme und der hat zu mir gesagt, ja, hätte er gestern mal nicht das Steak gegessen. Ja, und keine Ahnung, er hat jetzt auch Magenprobleme und ist jetzt auch nach Hause gegangen. Also, Wahrscheinlichkeit, man kann nichts sagen, Nein. aber Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er tatsächlich am Essen liegt. Vielleicht ist ne? es ja auch die Hitze. Ich meine, wir haben heute 44 Grad. Na gut, aber er wird ja wissen, er lebt Aber ja er jeden lebt Tag ja hier. Ne? hier, genau. Ja, und wie gesagt, er arbeitet auch hier. Keine Ahnung, ist halt so eine Vermutung. Also wie gesagt, Frühstück war wirklich das Schlechteste. Ja. Der Omelette war teilweise auch noch roh gewesen, Ja. was wir hatten. Ne? Deswegen es hatten gab wir jeden den Tag Verdacht, Crepe, also so kleine Pfannekuchen mit Schokolade. Die gab es Ja. aber auch mittags. Dann gab es sie nachmittags. Ja, und abends manchmal auch, aber zweimal haben wir, glaube ich, abends auch noch. Ne? Es gab halt 2 Marmeladen, Brötchen und Brot. Großes Thema, wie die Anna schon sagte. Erstmal, mir kommt es hoch, ja, wenn ich das sehe, dass die Leute das anpatschen und da Ja. reinschmeißen. Was aber auch damit zu tun haben kann, Hotel war relativ günstig jetzt für die Ferien, ja, und dementsprechend zieht man halt auch die Leute dann halt an, ja. Und, Ja, aber ich finde es auch komisch, dass da keine Zangen drin waren. Ich meine, ja, wenn da Zangen natürlich, da drin müsste sind. auch noch rein. Aber ich glaube, das hält aber einige auch nicht davon ab. Nein. Was aber noch am schlimmsten war, es gab teilweise gar kein Brot. Ja, Ja. die ersten Tage oder auch jetzt hinterher, wenn man so eine Stunde vor Ende hingegangen ist. Genau. Ich habe jetzt einmal nach Brot gefragt, dann hat er mir da so ein Toastbrot hingepackt, was schon ganz alt war. Und der Brot war beim Frühstück meistens leer gewesen, ja. Also man Ja. hatte gar nichts. Man konnte sich zwar ein Omelett holen, wenn man es wollte, Marmelade, aber dann hat man die roh gegessen. Also roh, so auf dem Löffel oder was, ja, weil Ja. einfach kein Brot und so was da war. Also ich weiß nicht, sowas darf halt nicht passieren und wir hatten ja in der Einleitung gesagt, es gibt viele schlechte Kritiken und eine darunter war zum Beispiel der Manager, der spart hier das Hotel kaputt und das passt halt dazu, ja. Da kommen noch gleich weitere Punkte, wo man Ja. da dran sieht tatsächlich, ja. Mittags hat sich immer wiederholt, aber das ist halt häufig so in den Hotels, da kann man Ja. nichts sagen. Aber auch man hat abends, viel ja. Auswahl, Genau. Reis, Kartoffeln. Es gab halt immer was zu essen. Ja. Ob es jetzt gut war für den Magen oder nicht, weiß man halt nicht. Aber es war lecker. Abends auch, man hat halt abends hier Ja. keine Themenbuffets. Es gab halt immer, jeden Tag gab es Hähnchen. Ja, jeden Tag gibt es Aber das Kartoffeln. ist normal für Tunesien, Ja, das jeden ist Tag gibt es normal. Möhren. Also da war immer so Gerichte, die Ja. jeden Tag gab. Dann waren 2 so Pötte, tunesische. Da waren tunesische Speisen immer drin. Und dann gab es in der Mitte so eine Kochstation, da wurden dann 4 Gerichte gemacht. Da gab es dann auch mal Shrimps mit Gegrilltes. Nudeln oder Oja mit Meeresfrüchten, all sowas, irgendwie Frischfisch und so. Also man hatte schon eine Auswahl gehabt. Das Ja. Essen abends und mittags war eigentlich okay, sag ich mal.
Wir dürfen es einfach Also nicht vergleichen mit den letzten Hotels. Ja. Ich muss einfach den Vergleich ziehen jetzt zum anderen 4-Sterne-Hotel und da haben wir zum Beispiel das Tour Magic Life Penelope, meine ich auf Djerba, war auch 4 Sterne. Und das ist ein himmelweiter Ja, Unterschied, ja, ist es mit wirklich. allem jetzt hier. Ja. Und wenn ich dann sehe 4 Sterne und 4 Sterne und was wir Ja. da bezahlt haben, wir haben da Glück gehabt, ja, finde ich da trotzdem halt, dann war es wiederum schlecht gewesen. Ja. Ja, wer da mit solchen Erwartungen hingeht, der hat schlecht Auf gehabt. jeden Fall. Aber man hat was gefunden zu essen, Genau. war okay. Pizza nicht zu empfehlen, also die Die hab ich schlechteste Hotelpizza, die ich auch jemals gegessen habe tatsächlich, ja. Pampig, auch ganz oft gar nichts da gewesen. Ja, und wenn sie Ja. mal da war, ich habe mir die ersten 2 Tage geholt, weil ich immer mir einen Salatteller mache und dann esse ich da meine Pizza dazu. Der Käse, keine Ahnung, was die da für Käse drauf machen, ja, ob das Kunststoff war, geschmolzener oder was, also so hat das zumindest geschmeckt. Eklig, ja. Die haben ja andere Käsesorten vielleicht, aber ich kenne es aus anderen Hotels, da haben sie es hingekriegt, da hat die Pizza normal geschmeckt, ne. Also auch nicht zu empfehlen. Deswegen, also von Restaurants, von den letzten Hotels, wenn ihr alle unsere Videos gesehen habt, guckt euch hier mal an von Tunesien, ist das schlechteste Restaurant gewesen. Nicht nur wegen des Frühstücks, Frühstücks war sogar schlechter als ein 3-Sterne oder als, keine Ahnung, also als in allen Hotels, die ich bis jetzt war. Und die war in bestimmt schon 15 Hotels hier gewesen in Tunesien, ja. Ja, Da muss ich Tunesien ist wirklich eigentlich sagen, unsere zweite Heimat. Ja, also das war wirklich so und deswegen das Restaurant, es ist okay, ich sag mal so, ja. So Mitteldaumen, ja. Was sehr schön ist am Restaurant, ist der Ausblick. Ihr guckt direkt auf den Strand und aufs Meer. Das ist wirklich wunderschön. Abends guckt ihr auf die beleuchteten Städte hier, haben wir mit Jasmin. Und das ist wirklich, der Ausblick ist wirklich fantastisch. Was hier allerdings auch ist, wenn ihr direkt praktisch, ja, wie nennt man das? Am Fenster, wo keine Fenster sind, ja, am Rand sitzen ja, oder am Rand sitzen möchtet, dann müsst ihr am besten Trinkgeld geben, weil dann sagt der Kellner, okay, dann habt ihr immer hier einen Tisch reserviert. Ansonsten, weil wenn ihr kommt, seht ihr schon, da steht eine Wasserflasche, eine Flasche Wasser und eine Flasche Wein. Dann weiß man, okay, da sitzt schon jemand, aber wir haben dann herausgefunden, nur durch Geld kann man das reservieren. Ja, oder man muss halt Glück haben, der gerade frei wird und der hat noch nichts neu eingedeckt. Ne? Ja, ansonsten sind die aber ganzen meisten Randplätze waren halt schon reserviert alle, dann, ja, genau. ja. Ja, aber dann habt ihr wirklich für die ganze Woche oder wie lange ihr da seid, diesen Tisch halt reserviert. Ja. Ja. Ist eigentlich nicht Ist meins, sowas zu machen. Ja. Ja, ich denke, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn man halt später kommt, dann gehe halt später essen und da ist halt nichts mehr frei, dann ist es halt so, ja. Aber ja, sonst kommt man gar nicht in den Genuss des Ganzen, ne? Weil, glaube ich, irgendwie alles fast reserviert ist, wenn man das so sagen darf. Aber ja. die Kellner sind sehr, sehr nett. Ja, sind sie sehr tatsächlich. zuvorkommend. Ja, machen wir weiter. Jetzt immer Essen, Getränke. Ja, Da fange ich mal an. fang mal an. Naja, nicht ganz. Ich habe die Cocktails probiert. Es gibt 4 Cocktails, all inklusive. Alles Plus- andere müsst ihr bezahlen, plus manchmal ein Cocktail des Tages. Genau. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Säfte in diesen Plastikkästen, wo er so raussprudelt die ganze Zeit mit so einem Sirup? Die habt ihr halt da drin, ja, ist ein bisschen Alkohol und dann kloppen sie immer gibt einen Zitronen- und Orangensaft, glaube ich, und da wird immer reingemacht, ja, Orangen-Zitronensaft mit Buka, Grenadine ist dann Sunrise mit Salambo, dann Orangensaft mit Zitrone links, ja, bisschen Alkohol rein mit nicht Buka, dann machen sie ein bisschen Wodka rein, Grenadine ist dann, was weiß ich, wie die heißen, ja, keine Ahnung, werden irgendwelche anderen Namen geben, also das ganze Zeug schmeckt eigentlich alles gleich. Aber das war bei TUI Magic Life Afrikaner auch. Na, da gab es Da ja hatten wesentlich die mehr auch Auswahl. diese Nein, wir Säfte. haben da Mojito getrunken. Ja, Auswahl, ja. Caipirinha, sowas gab es Ja. hier gar nicht. Da muss man halt Doch, alles Mojito bezahlen. gibt es hier, musst du aber Ja, bezahlen. alles kostenpflichtig. Also war ja Ja. nicht der gleiche. Da gab es welche, die haben geschmeckt. Und hier, die Säfte hat man oft, ja, aber zum Beispiel, wenn du so ein Caipirinha nimmst, hast du nicht so einen Saft drin, ja. Ja. Also das war schon anders gewesen. Also lohnt sich nicht. Ich trinke gerne mal einen Cocktail. Ich habe es nach 2 Tagen aufgegeben. Ja? Ich hatte alle 4 Mal probiert und habe gesagt, boah, so eine Saftplörre, die trinke ich mir gar nicht da. Also ich fand's okay. Ja, mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Ja, der Radler ist lecker gewesen, das haben Ja. sie gut gemixt. Die Hier ist Cola auch lecker. war lecker. Es wurde ja bemängelt in den Kommentaren. nein, nicht in Bewertungen. in den Bewertungen, dass keine Cola da ist, aber nachgemachte Cola es hier geben würde. Ja, es ist tatsächlich Das so. stimmt. Wenn Cola da ist, ist es tatsächlich Coca-Cola. Ja. Ja, und auch nicht hier, ihr kennt das ja, wenn er aus dem Wasser, aus dem Hahn macht, dann habt ihr halb Wasser, halb Cola. Nee, die kippen da wirklich aus der Flasche da rein. Manchmal kriegt man sogar Eiswürfel, weiß nicht, wovon das abhängt. Ja, manchmal sagen sie, nee, gibt keine, manchmal gibt es aber welche. Aber wir hatten die Hälfte der Tage, 4 Tage oder so, 3, 4 Tage war gewesen, da gab es dann ab mittags keine Cola mehr. Ja. Cola weg, ja. Ich habe auch diese, Entschuldigung, Plörren-Cola getrunken, ja. Ich habe es nicht gesehen, ich habe eine Cola bestellt und habe ich da getrunken. Boah. Also da könnt ihr echt vom würgen, ja. Nicht, dass ich jetzt besonders anspruchsvoll bin, ja. Ich trinke, ohne Werbung zu machen, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Was ich nicht mag, ist zum Beispiel Topstar-Cola oder
Silver Star oder wie das heißt von Lidl und Aldi, weil da ist ein himmelweiter Unterschied da. Und so ein Zeug haben die hier halt dann angeboten. Ja, da war irgendwie eine Cola vom, weiß nicht, was es hier für einen Supermarkt gibt, habe ich noch nie gesehen, das Logo. Ja. Da hatten sie dann wohl 1, 2 Flaschen noch gehabt oder 3, die sie dann manchmal wegmachen mussten. Und dann gab es manchmal ab 17 Uhr keine Cola mehr. Wollte man abends mal einen Whisky Cola trinken, ja, oder Cola rum, war nicht mehr, gab keine Cola mehr. Oder einfach nur eine Cola trinken zum Essen. Keine Cola da. Aber was ich noch schlimmer fand, dass morgens um 10 Uhr schon kein Wasser mit Gas gab. Ja, hatten wir auch 2, 3 Tage, da gab es kein Wasser mit Gas mehr. In den Bewertungen stand ja auch drin, dass teilweise wohl keine Sprite gab, keine Fanta und ja, ich kann es mir einfach vorstellen. Ja. Was meine Vermutung ist, ich habe keine Beweise da, ich sehe halt, morgens schleppen die da an. Ich denke mal, der Chef sagt so, ihr habt 20 Cola-Flaschen am Und wenn Tag. die weg sind, sind sie wenn weg. weg sind sie weg. Das kann ich mir einfach nur vorstellen, Ja. weil hier in Hammer mit Jasmin, 5 Minuten mit dem Auto, mit dem Taxi, ist ein großer Supermarkt und da kann man Cola holen, ja. Eben. Und ich denke mal, wenn ich jetzt Hotelmanager wäre, und würde ein Tag das passieren, dass meine Gäste, die bezahlt haben für Ja. Sachen, ja, keine Cola haben, ja, hör mal, dann decke ich mich ein. Ja. Dann packe ich den Keller so voll mit Cola, weil ich weiß, es geht so viel Cola weg. Richtig. Ja? Da passiert nicht 3, 4 Tage hintereinander und da kann ich mir einfach nur sagen, vorstellen, dass das einfach auch mit den Sparmaßnahmen zu tun haben, die hier tatsächlich haben am Hotel. Okay. Ne? Dann Strand? Ja, was sagst du denn zu Getränken? Achso, ja, du hast schon alles gesagt. Da stimme ich dir vollkommen zu. Okay. Ja, Strand, mal wieder was Positives, ist gut, gutes Thema, da können wir wieder positiv sagen. Strand ist schön. Also Der Sand ist ist schön. Was mich sehr überrascht, wir haben selbst, wenn wir um 11 hingegangen sind, halb 12, waren noch liegenfrei mit Schirme, ja. Wir konnten sogar, und wir haben jetzt hier, heute war mit der heißeste Tag, 44 Grad im Schatten gehabt. Ja. Wir hatten wir waren 3 Personen, jeder einen Schirm sogar bekommen, ja. Wir hätten uns sonst auch zu zweit eingeteilt, aber die Schirme waren frei und dann haben wir uns halt da hingelegt gehabt. Das war super. Weil für 2 Personen der Schatten ist halt teilweise, gerade um 12 Uhr, die Sonne steht so, ja, dann habt ihr Sonnenschein, Schatten, da passen nicht 2 Leute drunter und wenn ihr 44 Grad im Schatten habt, dann habt ihr in der Sonne, keine Ahnung, 55 und da wollt ihr nicht in der Sonne liegen, auch nicht mit dem Fuß und mit dem dicken Zeh, das ist einfach viel zu warm und das war wirklich super. Haben wir im Mai ja schon anders erlebt, ne? In den Ferien, da war ja in dem TUI Magic Live Afrikaner hier. Da musstest du kämpfen verlinken wir euch um die Schirme. Ja, da musste man morgens irgendwie schon hingehen und reservieren und selbst dann, ich glaube, da war für jede 10. Familie ein Schirm oder irgendwie sowas. Ja, das war also ganz schlimm. Ja, am Anfang waren die Liegen natürlich teilweise schon durchgelegen und so, also von der Qualität jetzt auch nicht so gut. Aber die letzten Tage haben wir immer jemanden gesehen, der die Liegen dann repariert hat. Trotzdem waren viele kaputte dabei. Ja, klar. Auch für mich ein Ding, was nicht geht. Ich habe das ja schon gesagt Von der beim Qualität, Film. ja. Ich hing wie in eine Hängematte. Ja? Ihr habt euch da reingelegt und zack, der Hintern hing fast am Sand und da oben hoch und da habt ihr so eine Plastikplanken dazwischen. Das tat richtig weh. Ihr konntet nicht darauf liegen. Es gab zwar noch so Matten, trotzdem auch ein Ding, was in einem 4-Sterne-Hotel nicht passieren darf. Wie gesagt, sie reparieren, zumindest einige jetzt, keine Ahnung, wie lange das anhält, ja, aber wir haben jetzt gesehen, dass sie halt da langlaufen und die reparieren. Und dann gibt es eine Beachbar, die ist auch der Burner. Eine Beachbar total schön, aber nicht kostenlos, ne? Also die ist nicht all-in. Wenn ihr da sitzen möchtet und was trinken möchtet, müsst ihr was bezahlen. Achso, ja, weiterhin zum Strand. Ja, das Meer an sich. Ihr habt das ja gesehen auf dem Bild, was da alles rumschwimmt. Total schmutzig, ja. Die Algen, vielleicht, ich habe schon gedacht, wir sind ja hier auch lang gelaufen im Mai. Und je mehr wir zum Hafen kamen, zum Marina, desto größer wurden die Algenberge. Ich denke mal, vielleicht hat das damit zu tun, ja, mit der Nähe zum Hafen, dass man Algen drin hat. Da mache ich dem Hotel auch keinen Vorwurf, das ist halt Natur, das kommt halt einfach so. Es ist nicht schön, wenn du durch so einen Algenberg laufen musst und hast du überall die Dinger hängen. Hatten wir 1 Kilometer oder 2 Kilometer weiter hoch anders gehabt, ja. Aber vielleicht ist das hier irgendwie von der Natur her stärkere Algen. Ja, es war schon komisch, weil ja. die letzten 2 Tage war wirklich türkis, blaues Wasser und kaum Algen. Aber dann war wieder Wind, dann kamen wieder Algen. Ja, das ist halt, wie du sagst, die Natur, ne? Aber der Schmutz, und, der geht gar nicht. Es kommen dir Tüten entgegen, es kommen dir andere Plastikstücke entgegen, Flaschen, alles mögliche, Seile, ach, keine Ahnung, alles was schwimmen kann, da kommt dir entgegengeschwommen, neben Fischen noch, ja. Ja, ich weiß nicht, und das haben wir halt in anderen Hotels auch nicht gehabt, ja. Nein. Und kann ja nicht sein, ich habe ja gesagt, man zieht natürlich, je niedriger der Preis, desto dementsprechende Publikum zieht man an, ja. Richtig. Aber wird ja nicht nur hier Leute sein, die Sachen im Wasser schmeißen, weißt du? Ja, ja, und eben. in anderen Hotels nicht, da wird es dann auch geben. Und Nein, ich denke und da waren ja mal, auch keine Sachen, die, glaube ich, von hier waren. Nein, ja? Da die waren sind ja nicht Sachen, von hier. die angeschwemmt Genau. worden sind, ja. Genau, und warum haben wir das in anderen Hotels nicht gehabt? Warum war das Meer da sauber? Egal, wo wir waren. Ich habe das so noch nie erlebt. Nein, ich das auch ist nicht. richtig eklig, ja. Das ist, als wenn er bei uns zu Hause in irgendeinen Tümpel reingehen wollte. Ja, oder die haben morgens direkt aufgeräumt, dass man das überhaupt nicht mitbekommen hat, ne? Da kann Was sein, die hier ja. nicht machen, vielleicht. Ja. Vielleicht liegt es Naja, hier auch runter, daran. ich habe noch keinen gesehen, der am Strand aufräumt, ne? Nee, aber so ein Traktor fährt immer um 11 Uhr, wo ich mir denke, um 11 Uhr alle am Strand liegen, fährt da lang und macht da, ich weiß nicht, den Sand sauber, keine Ahnung. Okay. Habe ich noch nicht durchblickt, aber mega laut,
Wo ich mir denke, das muss man dann ganz früh morgens machen, wenn noch gar keiner am Strand ist. Ja, und wenn wir schon am Strand und Lautstärke sind, dann ist direkt natürlich hinter dem Strand die Poolbar und Pool. Und die Animation findet da auch statt. Und deswegen ist es auch am Strand sehr, sehr laut, weil Da man sitzt hört der die DJ ganze halt auch Musik. drin, ne? In dem Genau. Animationshaus, ja. Ja. Und du hast halt, also so Erholung, also so, wenn du jetzt ruhig haben möchtest, am Strand gibt es die nicht. Ja. Weil ständig entweder läuft Musik, aber was für Musik? Also eher Techno, Genau. nur Techno? Das ist halt das Ding. Das ist halt nicht so Musik, wisst ihr, so Bamboleo oder irgendwie so Urlaubsmusik so oder Urlaubsfeelingsmusik. 80er, 90er, irgendwie so Hits, Ja. sondern sind irgendwelche so geht die ganze Zeit, ja. Lieder, die, glaube ich, keiner kennt hier im Hotel und dann mixt der noch da, als wenn er irgendwie auf einer Techno-Party abends in einem Club seid. Auch ja? wenn er jetzt noch Jugendliche wären, aber hier ist ja alles gemixt. Ja, von ja, den Leuten natürlich, her. aber das Deswegen, ist ja auch niemand. Ja, nochmal, abends macht dieser DJ halt auch die Disco und da spielt er die gleichen Sachen und die Tanzfläche ist leer. Das Hotel ist ausgebucht, ja, komplett. Und dann, ja, dann kam er irgendwie, da haben sie Soare, Soare, weißt du, diesen Song da gespielt, dann waren 2 Leute mal auf der Tanzfläche und dann wir und die Tanzfläche ist leer, ja. Ich meine, da muss man doch merken, erstmal, ja, wer will sowas hören? Keiner der Touristen will sowas hören mittags, ja. Dann lässt man einfach irgendwas laufen, macht irgendwie, Was reicht ja Chilliges. ein Urlaubsradio oder was, ja. Ja. Dann macht man einfach einen Radiosender an, der die ganze Zeit Urlaubssongs spielt oder irgendwie sowas, ja. Ja. Oder einfach normale Songs, die man kennt, ja. Aber Klar. da, und ich bin sehr musikaffin, ich interessiere mich sehr für Musik und ich kenne mich wirklich sehr gut aus mit Musik, ja. Aber wie gesagt, und wenn mal ein Song kam, ein Bekannter, dann wurde darunter gelegt, Ja. ja, dann hat Ja, man und irgendwie die viel Stimme gequatscht gehört. dazwischen, also Ja, man hatte dann- nichts von diesem Song. Und das Und- hört ihr halt alles am Strand. Ja, Ihr und liegt das dann da, Problem ja, ist- selbst in der Kopfhörer auf der eigenen Musik, das ist teilweise Ja. so laut gewesen. Und teilweise war immer die gleiche Musik, das heißt, wir kennen schon Hat sie alles erst in- und gleich angehört. auswendig, ja. Ich glaube, da waren gar nicht die gleichen Doch, Lieder, ja? die Songs zum Beispiel abends, wenn wir uns fertig gemacht haben, waren immer die gleichen Songs abends. Ja, dann kennst du ja schon welche. Ja, 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 okay. da kenne ich schon viele. ja. Ja, also, Ähm. dann können wir, ja, der Pool erstmal im Allgemeinen, oder gehen wir zur Animation? Nee, wir Jetzt gehen sind erstmal ja Pool, wenn wir schon beim Pool sind. Viel zu klein. Also bei so einer Menschenmasse, die hier im Hotel sind, ist der Pool viel, viel zu klein. Ja, ich konnte halt leider nicht filmen. Da waren so viele Leute drin. Ich wollte die ganzen Leute jetzt nicht Ja. filmen. Ihr hättet das sehen können, da habt ihr kaum noch Wasser gesehen. Aber auf unserem grob, ja. Instagram-Kanal, da sind auch Bilder hochgeladen, da könnt ihr Ja. euch gerne die Bilder anschauen. Also die Leute stehen echt so da. Wir haben Ja. manchmal, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht die Videos aus China? Wenn die da in dem Wellenbad sind, dann sind da einige Ja. Leute, die stehen so wie die Dings und dann springen sie alle rum, ja. So grob könnt ihr euch das vorstellen. Also, Und dann da finden da waren noch nicht mal Spiele alle. statt Ja. und alles. Dann Und machen du die kannst ja nicht wirklich Wassergymnastik. schwimmen. Ne, schwimmen geht gar nicht. Also ich habe immer abgewartet, um 12:30 gibt es ja immer Mittagessen hier und dann habe ich immer abgewartet, okay, weil die meisten dann essen gehen und dann mir schwimmen gegangen, wenn das Meer jetzt sehr verschmutzt war, was ich eigentlich auch nie mache, im Swimmingpool schwimmen zu gehen. Aber diesmal war es halt so und nur dann konnte man schwimmen, aber sonst ist es so voll, du kommst da überhaupt nicht durch, Ja. teilweise. Also den Köttel aus der Bewertung haben wir nicht gesehen. Da sollten ja angeblich Köttel rumschwimmen, weil es Aber sind sehr kann ich viele mir Kinder vorstellen. da. Klar, das ist ja normal. Der Pool ist wie, ich war 2-mal drin, der ist wie eine Badewanne. Ja. Ja? Vielleicht auch durch Pipi, man weiß es nicht. Nee, das ist durch die Hitze schon. Ja, und auch durch der Pipi, glaube ich. Also das ist ja, da sind auch die ganzen Kinder und alles drin, ja. Ja, mag sein. Ja, also wie gesagt, für mich war da gar nichts. Und dann versucht da zu schwimmen, dann kommt da einer an, der rammt euch, dann hier einer. Geht ja gar nicht, weil ihr müsst dann ja, wie Slalom Ja. durch die Leute schwimmen. Ja, für mich war der Pool halt nix. Wir sind am ersten Tag, das möchte ich gerne noch erzählen, erstmal 4 Stunden Verspätung gehabt, ja. Wir hatten ja im Anfangsvideo 2, nein, es waren 4,5 oder irgendwie was. Wir sind dann nachts um 3 Uhr, 3:30 Uhr hier angekommen, haben dann die Zimmer gekriegt, sind dann gegen 4 nochmal gesagt, komm, wir gehen einmal Strandluft schnuppern. Was passiert? Da kommen uns die ersten Idioten Ja. mit Handtüchern auf dem Rücken entgegen und haben am Pool ihre Liegen reserviert. Um kurz vor 4 Ja. nachts, ja. Wahnsinn. Ich dachte, ich sehe nicht, wir denken, was macht er da? Hier Bademeister oder putzt er jetzt sauber? Nee, hat er sich 4 Liegen reserviert, die Handtücher so quer draufgelegt und Ja. ist dann wieder verschwunden. Ja? Dann sind wir runter zum Strand, da kam uns der nächste entgegen mit seinen Ja. Strandhandtüchern, ja. Ich denke, Nachts. ey, also, tut mir leid, also, Ja. meine Güte, was für Menschen, ja. Das, also, und der Problem ist, wir haben es jetzt nicht gemacht, aber eigentlich muss man da mitmachen, zumindest bei dem anderen Hotel so. Jetzt waren zum Glück hier genug Liegen, obwohl eigentlich sind da gar nicht genug Schirme und Liegen, aber viele liegen halt am Pool tatsächlich. Weil sonst kriegt man selber ja nichts, ja. Ja. Wir haben jetzt zum Glück, wie gesagt, am Strand ja was gekriegt, ohne da irgendwie was zu reservieren zu müssen, aber das ist schon der Hammer. Ja, was wir beim Strand auch vergessen haben, wenn ihr im Wasser wart, Ja, stimmt.
ja, da seid ihr ständig gezwickt oder gestochen worden. Es Ja. war, als wenn irgendwie einer sticht mit dem Nagel. Aber Und- das ist auch komisch. Das war halt sehr extrem, als das Wasser so verschmutzt war. Und die letzten 2 Tage war das kaum noch da. Nee, ich hatte das auch. Also bei mir war kein Unterschied gewesen, wie bei das mir Wasser nicht. jetzt war. Doch, bei mir ja. Und man konnte aber nichts sehen, ja. Man weiß auch nicht genau, was das ist. Ich habe Und dieser gegoogelt. Stich hält locker 10 bis 15 Minuten an. Der tut richtig weh. Als wenn euch eine Biene gestochen hat, so könnt ihr euch da vorstellen. Und dann weg ist und das hält die ganze Zeit an, der Schmerz. Ihr seht aber hinterher auch nichts da, ja. Vorzugsweise sind die in eine Hose gegangen, bei mir. Oberschenkel und da den ganzen Bereich und in die Schulter habe ich da gehabt. Ich dachte erst, ich bin bekloppt und jetzt haben wir aber mitgekriegt, Leute am Strand, boah, was bin ich denn so gepiekt worden und so, ja, dass sich alle irgendwie unterhalten, also wenn da Deutsche waren, Ja. Franzosen haben gesagt, oh, gepiquet oder so, ja, piquet, ich bin piquet worden, ja. Ja, keine Ahnung, was das war, vielleicht auch, weil das Hotel nichts dafür kann, wir haben es nicht rausgefunden, was es sein kann. Nee, Wenn- ich wenn habe bei ihr der vielleicht wisst- Reiseleitung nachgefragt und sie meinte, das sind wohl so Fische, die man mit purem Auge jetzt nicht sehen kann, aber wenn man jetzt eine Schwimmbrille anziehen würde, dann wird man die wohl halt erkennen. Aber sie wusste es auch nicht so ganz genau, Ja. ob das jetzt wirklich die Fische sind oder Ich hatte mal nicht. irgendwie gehört, Also das das kann hat mit man der auch noch nie. Verschmutzung zu tun haben. Und pH-Wert der Haut und irgendwie so, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht wisst ihr ja, womit das zu tun habt. Ja? Könnt ihr Ja, mal gerne in die vielleicht habt ihr Kommentare das schreiben. auch mal Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. erlebt. Ja. Wir werden nicht die Einzigen sein. Und Ja. das ganze Hotel hat es ja jetzt erlebt. Ne? Ja, ja. So, Das jetzt würde werden wir uns nochmal echt zurück zum interessieren. Strand. Jetzt sind wir zum Pool. Jetzt kommen wir Animation. Animation, genau. Also das ist wirklich, muss ich mal negativ hervorheben, die schlechteste Animation, Die wir je gesehen haben. die ich jemals gesehen habe. Ja? Hält sich mit dem Frühstück ungefähr die Waage. Ja, das muss ich stimmt. sagen. Erstmal, jetzt ist wohl, also wir wussten, er wird nur Französisch gesprochen. Genau, das wussten Kein Problem, wir, ja. richtet man sich darauf ein, alles Ja. okay, ja, man muss sich ja nicht teilnehmen oder was machen. Aber in den Kommentaren steht, man wird ignoriert. Ja, teilweise die Leute laufen einfach bei. Ich kenne halt so, wenn wir in anderen Clubs waren, hallo, Deutsch, hallo, was weiß ich, dann mal Hallo sagt oder so, ja, die gehen vorbei. Ich habe am ersten Tag Ja. Hallo gesagt, weggeguckt, einfach vorbeigegangen, ja. Naja, Und aber wirklich, die Musik, schon gerade erwähnt, fürchterlich, verstehe ich nicht, ja. Es gab halt Beschwerden, auch da stand in der Bewertung drin, dass wohl die Animateure viel die Frauen anbaggern, ja. Ja. Meine Tochter war auch mit gewesen, die hat es halt auch erlebt, aber gut, dieser Single, aber wurden auch vergebene Frauen angebaggert. Ich habe halt mitgekriegt, wie da Diskussion war, da kam halt dann die Chefin der Animation musste kommen und noch irgendein Hotelchef und dann gab es da halt Probleme, weil irgendwer wieder jeden Tag da die Probleme gemacht hat auf Deutsch, die haben halt Deutsch gesprochen, ja, und irgendwie wieder die Frauen da angemacht haben. Da gab es ständig. Dann gibt es abends Shows, Samstag und Sonntag ist nichts im Frei. Amphitheater, genau, da machen die hier so eine Karaoke-Ding, es wird dann aufgebaut hier unten. Aber die anderen Tage, also ich sag mal so, wenn nichts ist, ist nicht schlimm. Ja, da kann man gut zusammenfassen. Da war zum Beispiel The Greatest Showman, haben sie nachgespielt. Leute, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen. Wirklich, ja. Erstmal, die können nichts dafür, das ist in so einem Amphitheater, die Plätze sind aufgeheizt Ja. auf 35 Grad, Boah, locker man hat das 40 Gefühl, Grad. man hat Ihr setzt euch da hin Sitzheizung. und der Hintern ist warm. Und es ihr ist habt oben sowieso noch warm. 35 Grad Ja. immer noch, mindestens abends, ja. Ja. Also ihr sitzt da und die Suppe läuft so runter. Ihr könnt da nichts zu trinken holen, dann müsst ihr zurück zur Bar laufen. Alles kein Problem. Und dann kommen die da raus und wollen so Musiker aufhören und die können den Text gar nicht. Ja? Nein. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn jemand nicht singen kann, A Cappella zu machen. Aber so, dann bewegen die den Mund, der Song läuft und der Song hört auf und die bewegen immer noch den Mund. Ja, dann fängt der Song an, der ist ruhig. Also sowas Schlechtes habe ich wirklich noch nie gesehen. Ja? Tänzerisch auch scheiße. Ja, jeder hat was anderes gemacht irgendwie. Ja. Vielleicht sind da neue Animateure, kann alles Also sein. man hat wirklich das Gefühl, dass es alles Anfänger sind. Ja, oder dass die noch nie irgendwie was gemacht Obwohl haben. die eine Frau, die ich sag jetzt mal, die das alles anführt und Das ist so. die Chefin von der Animation. Genau, das ist die Chefin und ich finde die mega unsympathisch. Die lacht nicht, wenn sie nachmittags an einem vorbeiläuft, die guckt nur nicht mal einen an, grüßt keinen, lächelt nicht. Also kenne ich sowas nicht. Ja, also das war wirklich... Auch auf der Bühne guckt sie voll grimmig und Wir haben uns 3 Shows angeguckt, ist jetzt also nicht nur von einer Show. Danach war so ein Tanz-Battle-Show. Also, ja. ja, Und gestern war ohne Bollywood Worte. Express. Ja, also, Ja, das war irgendwie am besten noch von allen, aber es war alles schlecht. ja, also wirklich sowas... Und man hat es ja auch gesehen an den Leuten. Ganz viele Leute sind einfach gegangen. Ja, ja, die sind einfach aufgestanden. Ja. Das habe ich sonst noch nie erlebt. Also Ja, genau. die Hälfte der Leute war zum Ende der Show mindestens weg Richtig. gewesen, wenn nicht noch mehr. Ja? Ja. Am Anfang waren wenige Plätze und dann war echt alles frei hinter gewesen. Ja. Mag sein, weil es denen zu warm war, Verständlich. aber ich glaube eher wegen der Show einfach. Also sowas Ja. habe ich noch nie gesehen, wirklich. Das ist, ich sag mal, wenn das jetzt
eine Show wäre in Deutschland, da müsste man 50 Euro kriegen, wenn man da reingeht. Ja, das kostet keinen Eintritt, sondern man müsste tatsächlich noch was rauskriegen. Das stimmt. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, Französisch hin und her, ja, was alles in Französisch tatsächlich war, obwohl hier jemand auch in einem Animationsteam ist, der jetzt Deutsch spricht, aber Ja. interessiert halt keinen so richtig irgendwie. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, wie gesagt, wir wussten ja, worum wir uns da einlassen, aber das ist wirklich, also die Animation, klare Note 6 von mir. Egal in welchen Von mir Bereichen auch. jetzt. Ich habe das Sportprogramm nicht mitgemacht. Meine Tochter hat hier ab und zu Wassergymnastik mitgemacht, ja. Ich glaube, das war okay. Ja, war okay, hat Ja. sie gesagt gehabt, ne? Aber wie gesagt, ich habe auch gar kein Interesse mehr gehabt, hinterher da überhaupt was mitzumachen. Ne? Ja, aber vielleicht mal was Positives. Als wir angekommen sind, wurden wir herzlich empfangen und wir haben auch sofort unsere Zimmer bekommen und auch mit der Tochter nebeneinander und so. Also das war schön. Ja, und es wurde sogar noch gefragt, ob wir noch was essen oder was Genau. trinken wollen morgens um 4, ja, ob wir schon Frühstück gucken wollen und Ja. so. Das hat mich auch positiv überrascht, muss ich Ja. halt sagen, ne? Und die konnten ja auch nichts für die Flugverspätung, ne? Das war da über Nein, 4,5 die Stunden auf gar keinen Flugverspätung Fall. und so, ne? Wie auch. Das war halt positiv Na, und ja. auch so allgemein an der Rezeption, denke ich, die machen schon einen vernünftigen Eindruck dann Ja, halt da. das ne? denke ich auch. Ja. Ja, der Rückflug hat sich natürlich jetzt auch wieder verspätet um 2,5 Stunden. Ja, das heißt, wir werden 2,5 Stunden später abgeholt. Dadurch kommen wir abends nicht mehr nach Hause. müssen Gut, uns aber ein das hat Hotel ja mit dem nehmen. Hotel ja auch nicht. Nein, aber das ist halt mit schöne Grüße an Tunis Air, ja. Also wenn er damit fliegt, sucht lieber Ja. eine andere Fluggesellschaft aus. Auf dem Hinflug haben sie uns den ganzen Tag geklaut durch die 4,5 Stunden. Oder 5 waren es sogar hinterher, bis wir dann hier waren. Ne? Aber Und, positiv überrascht. Auf dem Rückflug jetzt, wie gesagt, 2,5 Stunden später da, dadurch kriegen wir keinen Zug mehr abends. Und wir haben halt noch ein paar Stunden zu fahren mit der Bahn, weil wir ab München geflogen sind. Das heißt, wir nehmen uns da jetzt ein Hotel. Und ja, schön. Wieder extra Kosten jetzt nochmal. Aber gut, da kann das Hotel ja jetzt. Aber nichts was ich dafür. bei Tunis ja echt gut fand, weil das habe ich ja schon Ewigkeit nicht mehr erlebt, dass es im Flieger Essen gab. Hätten sie behalten können. Aber es gab Essen. Ja, es gab, naja, das stimmt. Es gab schon lange schlecht war nicht mehr. das jetzt nicht. So eine kleine Alufolie-Dings. Ja, kennt das ihr kennt bestimmt, man ne? ja. Ein Stückchen Hähnchen drin, 3 Kartoffeln Aber und wann so. gab es das letzte Mal? Vor Jahren? Ich habe es nie vermisst. Nö. Ich muss nichts essen da. Wenn dann nehmen wir ein paar Bonbons mit oder was, aber wenn wir jetzt, wir sind 2 Stunden 15 geflogen, Ich da fand wollen die das was zu trotzdem essen. gut. Ja, aber weißt du, dafür hätten sie lieber pünktlich sein können. Das hätte mir Ja, mehr gut, gebracht, das wenn stimmt. wenn die mir nicht einen Tag geklaut hätten hier. Ja, ne? ja. Denn ihr müsst ja bedenken, wenn ihr hier um 5 Uhr oder 4 Uhr im Bett liegt oder 4:30 Uhr, dann steht ihr am nächsten Morgen nicht um 8 Uhr auf. Ja? Dann seid ihr kaputt, dann schlaft ihr erstmal und dann ist der nächste Tag nämlich auch noch weg. Dann habt ihr von dem Abend nichts, wo ihr was gehabt hättet und den nächsten Morgen nicht. Ne? Also ist es im Endeffekt ein Tag. Naja, so, haben wir alle Bereiche durch. Ich glaube schon, ne? Wenn euch noch irgendwas interessiert, wenn wir irgendwas vergessen haben, schreibt bitte in Kommentaren und wir beantworten euch gerne die Fragen. Genau. Strandhandtücher, 10 Euro Kaution Genau. noch. Ne? Und man müssen wir kann noch die jeden sagen. Tag wechseln. Ja, im Sparbereich. Ja, Das war auch noch so. Wie gesagt, die Bar hast du gesagt, dass wir bezahlen mussten da unten an einer Bar. Ne? genau. Also Die das ist Strandbar. halt, wo ich mir denke, all in, ja, da musst du bezahlen, dann bestimmte Cocktails musst du auch bezahlen, wo ich mir denke, bei all in sollte sowas, also haben wir noch nie erlebt. Nee. Naja, jetzt nochmal zum Abschließen Gesamtfazit. Ja, Wie der Titel schon sagt, einmal und nie wieder. Genau. Es bleibt dabei. Es ist, die Anlage ist schön, ja, ihr habt ja gehört, das Essen, es gibt so ein paar gute Punkte. ja, Da wir jetzt aber die Vergleiche haben mit anderen Hotels. Ich sag mal, wenn jetzt Richtig. jemand hier zum ersten Mal hinkommt, der sagt, na, okay, ist halt so. Aber wir haben Vergleiche mit anderen Hotels Ja. im gleichen Level und davon ist das wirklich das Schlechteste, ja. Und bevor ich dann dieses Geld hier in dieses Hotel ausgebe, für dieses Hotel ausgebe, gebe ich das gleiche Geld für ein anderes Hotel Ja. aus, wo es wirklich besser ist, ja. Es sind halt so viele Kleinigkeiten. Da fällt mir aber noch eins ein: ja, Plastikbecher. genau. Hier gehen jeden Tag Tausende von Plastikbechern Ja. raus, ja. Die Leute trinken einmal, dann werden sie weggeschmissen. Es gibt hier keine Gläser. An der Bar abends, manchmal gibt es Gläser, aber ihr habt sonst Plastikbecher. Wirklich, es sind mindestens 1000 Plastikbecher. Da. Ihr müsst überlegen, was das für eine Verschmutzung ist. Ja. Was da wirklich für eine Verschmutzung zusammenkommt, ja. Das lässt sich ja nicht entsorgen, der ganze Rotzplastik. Überall liegen die Becher rum und alles, ja. Finde ich auch unmöglich, umwelttechnisch wirklich hier, Ja, was das Hotel da abzieht. das stimmt. Das habe ich so auch in den letzten Hotels auch nicht mehr erlebt. Du hast immer irgendwie ein Glas gekriegt Immer. oder sonst was, ja. Ja. Ich weiß nicht, was war Plastik, vielleicht wenn du selber im Wasser gezapft hast irgendwo, dass du dann Plastikbecher da stehen Aber hattest. nee, kann mich Aber echt nicht mehr dran Nee, erinnern. ganz, ganz selten, ja. Ja. Also stimmt, das ist auch eine wichtige Sache, die wir noch sagen müssen. Deswegen, für mich, wie schon gesagt, wenn ich Geld ausgebe und hier hinfliege nach Tunesien, dann nicht mehr in dieses Hotel hier, Ja. denn fürs gleiche Geld kriegt man wesentlich bessere Sachen. Zu den negativen Kommentaren, ein Großteil hat sich tatsächlich bestätigt, muss ich sagen. Genau. Ja, und deswegen ist das für mich halt hier
einmalig gewesen. Für mich auch. Und von mir auf keinen Fall eine Empfehlung. Sucht euch lieber ein anderes Hotel, wenn ihr hier hinfahren wollt. Ja, Ja, da gibt es auf jeden Fall wesentlich schönere Sachen. genau. Gut, da haben wir fast eine halbe Stunde jetzt gequatscht, aber gab auch genug zu erzählen. Reicht. Ja, Aber vielleicht könnt ihr ja eure Meinung mal hinschreiben, wenn ihr mal hier wart. genau. Denn vor Wie 2 ihr Jahren das- oder vor einem halben Jahr muss es noch besser gewesen sein. Auf Ja, jeden vielleicht habt ihr Fall. positive Da waren, Erfahrungen gemacht, genau, ne? deswegen haben wir auch dieses Hotel ausgewählt, weil ja gute Bewertungen Ja. waren. Und die Bewertungen haben echt so die letzten 2-3 Wochen erst abgenommen. Zu Recht. Ja, jetzt sind Na. 6 Wochen, würde ich sagen. Ja? Ja, 6? das sind 6 Wochen. Ja, jetzt oder 6. gefallen. Na gut, Ja. dann wie Alles gesagt, klar. wenn ihr schon hier seid, schreibt in die Kommentare. Ja? Genau. Und wenn ihr bucht was anderes. Ja. Gut, dann Alles klar. bis dann jetzt. Tschüss. Schönen Urlaub.